Von 12 Schiffen schwimmt eines nur noch. Odysseus' Reise beginnt erst. Tödliche Gefahren erwarten ihn noch. Kirke, die Zauberin, soll der nächste Halt sein. Verwandelt die Männer in Schweine, nur nicht ihn allein. Er bekommt Hilfe von Hermes mit einem Kraut. Schützt ihn vor Kirke, die ihm dadurch vertraut. Mit Kirkes Ratschlag reist er in den Hades, die Unterwelt. Trifft die tote Mutter und Achilles, dem es dort nicht gefällt. Lieber wäre ich ein Tagelöhner auf dem Feld und diente einem anderen armen Mann ohne Land, als über alle dahingeschiedenen Toten zu herrschen. Der Seher Teiresias weist Odysseus den Weg nach Haus. So segeln sie wieder aus dem Totenreich heraus. Du gerissener Mann aus Ithaka, warst einst einer der schlausten Menschen da. Doch war's mit deiner Klugheit nicht so weit her, als du Poseidon beleidigt hast so schwer. Als Strafe bläst er dich im Meer herum, die Monster der See, die gehen dort um. Das ist der Preis für Arroganz, drum sei besser, solange du es kannst. Stoßen bald auf Sirenen, locken hungrig mit ihrem Gesang. Die Griechen stecken Wachs in die Ohren, verlieren so keinen Mann. Odysseus will den Gesang hören und will es verstehen. Festgebunden am Mast kann man ihn leiden sehen. Skylla und Charybdis sind die nächste Gefahr. Eins ein Monster, das andere ein Wirbel im Wasser. Odysseus fährt unterm Monster, verliert 6 Männer dabei. Doch im Wirbel stürben alle, ist der Gedanke dabei. Die Reise geht weiter, Poseidon treibt sie voran. Weniger und weniger werden Odysseus Mann. Du gerissener Mann aus Ithaka, warst einst einer der schlausten Menschen da. Doch war's mit deiner Klugheit nicht so weit her, als du Poseidon beleidigt hast so schwer. Als Strafe bläst er dich im Meer herum, die Monster der See, die gehen dort um. Das ist der Preis für Arroganz, drum sei besser, solange du es kannst. Legen auf Trinakia nun an dem nächsten Ort. Sonnengott Helios hält seine Rinder dort. Odysseus beschwört die Männer, die Tiere zu lassen. Doch die Männer hungern und verschlingen sie in Massen. Helios, der entbrennt in göttlichem Zorn, lässt ihn nicht gewähren und erzählt Zeus davon. Der wirft einen Blitz und macht das letzte Schiff nieder. Die Männer tot, bis auf einen treibt auf Trümmern weiter. So zieht Odysseus tagelang durch das Meer. Hat fast keine Kraft mehr, nur nach Hause will er. Du gerissener Mann aus Ithaka, warst einst einer der schlausten Menschen da. Doch war's mit deiner Klugheit nicht so weit her, als du Poseidon beleidigt hast so schwer. Als Strafe bläst er dich im Meer herum, die Monster der See, die gehen dort um. Das ist der Preis für Arroganz, drum sei besser, solange du es kannst. Die Insel Ogygia gehört der Nymphe Kalypso allein. Wünscht sich Odysseus würde für immer bei ihr sein. Bietet ihm Unsterblichkeit, er verzichtet darauf. Sie hält ihn 7 Jahre dort, doch er will nur nach Haus. Die Götter befahlen ihr schließlich, lasst den Mann gehen. Odysseus setzt sich aufs Floß und ist bald nicht mehr zu sehen. Auch dieses Floß wird von Poseidon zerstört. Doch Odysseus schafft's nach Scheria, dort wird er erhört. König Alkinoos nimmt sich des armen Manns an. Gaben Essen haben ihn schlafend in die Heimat gefahren. Du gerissener Mann aus Italien,
der schlausten Menschen da. Doch war's mit deiner Klugheit nicht so weit her, als du Poseidon beleidigt hast so schwer. Als Strafe bläst er dich im Meer herum, die Monster der See, die gehen dort um. Das ist der Preis für Arroganz, drum sei besser, solange du es kannst. Doch Ithaka war nicht mehr gleich wie zuvor. 20 Jahre war er fern diesem Mord. Die Freier, die glaubten, Odysseus sei tot, fraßen und lachten, brachten die Menschen in Not. Penelope wartet auf ihren geliebten Mann, sagt, sie nehme nur den, der Odysseus Bogen spannen kann. Keiner schafft nur Odysseus, als Bettler getarnt und entschlossen, hat einen einzigen Pfeil durch 12 Wachsdösen geschossen. Odysseus ist zurück, erkannten die Freier zu spät, denn durch ihn und Telemachus ihr Leben vergeht. Penelope umarmt ihn und weint vor Glück, der König von Ithaka ist endlich zurück.